Herzlich willkommen in meiner Chaos Kitchen. Ich mache heute mal ein Standardrezept eigentlich für euch, aber ich finde es super lecker, so einen richtig schön fluffigen Marmorkuchen. Und was wir dazu brauchen, zeige ich euch einmal. Mehl, Zucker, Butter, Vanillezucker, Eier, Backpulver, Kakaopulver und ein bisschen Milch. Und wie immer Deko, weiße Schokolade und Kuvertüre. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Einmal das Mehl hier in die Schüssel, den Vanillezucker, Backpulver. Wir haben heute mal keinen Hefeteig. Den Zucker, das Kakaopulver tun wir erst nachher rein. Wenn das fertig ist, dann nehmen wir uns die Hälfte vom Teig weg und mischen das Kakaopulver dann unter. Butter, die ist jetzt weich. Ich habe die vergessen aufzutauen, deswegen habe ich sie einmal geschmolzen. Müsst ihr jetzt aber nicht, ihr halt normale weiche Butter reicht. Die 3 Eier. Und dann tun wir uns einmal erstmal ein bisschen Milch rein. Ich mache das jetzt nur einmal kurz mit dem Teigschaber. Noch ein bisschen. Und dann wird das jetzt alles ab in die Maschine gepackt und kurz durchgerührt. Unser Teig ist fertig. Das ist ein recht flüssiger Teig. Genau. Und die Maschine kommt immer nicht ganz so bis unten. Aber meistens nicht immer, meistens. Genau. Brauche ich doch gar nicht machen. Ich habe in der Zwischenzeit schon mal den Backofen vorgeheizt auf 170 Grad Ober- und Unterhitze hier bei uns. Aber ich kriege bald einen neuen Backofen, einen richtigen Backofen. Da kann ich euch dann endlich wieder vernünftige Daten geben. Auch mit Umluft. Genau, sogar mit Umluft. So, jetzt nehme ich mir hier ungefähr die Hälfte von dem Teig weg. Wenn ihr das so seht. Ja, wird schon die Hälfte sein. Da tue ich mir am besten hier rein. Jetzt das Kakaopulver. Da muss ich jetzt gucken, das ist einfach nur so ein bisschen. Das ist ja nur, um den Teig einzufärben. Das kann man ja jetzt auch wieder je nach Geschmack machen. Wenn man dunkler haben will oder heller. Ne? Genau. Oder mit dem Backkakao. Manche mögen das, weil durch den gesüßten Kakao wird das natürlich noch süßer. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Also jetzt bei dem Teig nicht, bei manchen stört mich das. Ich finde es gut, wenn es süßer wird. Da ist auch noch rein. Yeah, alles rein. Ja, der Kakao jetzt ist aber sehr hell. Ja gut, hier haben wir jetzt schon festgestellt, hier bei uns in Paraguay hat der Kakao doch schon große Unterschiede in der Qualität oder im Mischungsverhältnis oder wie auch immer. Es gibt große Unterschiede. Ich hatte mal einen richtig guten, aber den kriegt man nicht mehr. Ja, könnte ein bisschen dunkler sein. Aber immerhin. Farblicher Unterschied ist ja schon da. Genau. Tada! Da sind meine Löffel, meine Hilfe. Ich habe mal noch mal 2 Gabeln, ich weiß nicht wieso 2, aber gut. Eingetan. Eigentlich braucht man nur eine. Jetzt kleckse ich mir das hier so rein. Der Hand geht es besser. Fast rein.
will nicht immer alles so, wie ich das möchte. Also wird das jetzt so in Schichten aufgetragen, oder? Ja, so eigentlich durcheinander. Und dann wird das gleich mit der Gabel durchgezogen. Ich weiß gar nicht, was ich sonst dazu sagen soll im Moment. Und wenn ich was mache, dann ist es immer schwer, wenn ich konzentriert bin zu sprechen. Aber den Teig halt jetzt hier reintun. Nach Möglichkeit alles. Desto mehr Ertrag habt ihr dann. Ich kenne das so in einer runden Form, die in der Mitte so ein Loch hat. So kenne ich Marmorkuchen. Ist das nicht Gugelhupfform? Ich meine, das heißt Gugelhupfform. Könnt ihr unten mal in die Kommentare schreiben, ob ich da richtig liege oder Sarah oder wir richtig liegen. Er hat gerade schon gesagt, muss das nicht eine runde Form? Ja, weil ich das halt so kenne, ja. Und deswegen, aber Sarah meinte. Ich kenne Marmorformen in allen möglichen Formen. Marmorkuchen in allen möglichen Formen. Ja, so. Und deswegen, naja, gut. Dann machen wir das diesmal als Brotform. Schreibt doch mal in die Kommentare, das ist in eine welcher. Kastenform, nicht Brotform. In einer Kastenform. Schreibt doch mal in die Kommentare, in welchen Formen ihr so eure Marmorkuchen herstellt. So, das neigt sich schon im Ende zu. Ich glaube, mein Bruder hat sehr oft Marmorkuchen gebacken. Fällt mir mal so Gebacken sogar? Ja. Christian, schreib doch mal was runter. Ob du Kuchen gebacken hast. Hat er. Marmorkuchen. Ich meine ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Marmorkuchen ist jetzt auch nicht so mein Favorit. Ich bin mal gespannt, wenn der jetzt hier schön ja, fluffig wird und nicht zu trocken wird, dann Trockenen okay. Kuchen mag ich auch nicht. So. Aber trockenen Kuchen mag ich nicht so. Deswegen lassen wir uns mal überraschen, was Sarah uns hier für ein Rezept so präsentiert. Und deswegen muss da auch eigentlich immer irgendwie so Schokolade noch drüber. Bei mir bei vielen Mal. Weil Schokolade ist immer gut. So, jetzt kommen wir zu den Resten. Jetzt die Gabel. Eigentlich nur so in kreisenden Bewegungen dadurch. Also für die Marmorierung. Ja. Ihr könnt das auch regulär, gerade jetzt bei runden Formen, aber das wissen auch schon einige Leute, in die Mitte, ich sag mal jetzt Braunteig tropfen, dann weißen darüber, braun, weiß, braun, was immer nur auf diesen Klecks und das verläuft sich dann. Und dann hat man so runde Kreise quasi im Kuchen. Muss ich demnächst auch nochmal einmachen. Jetzt gehen wir nochmal so da durch. Was darfst du gleich haben? Der Rundteig mag ich auch nicht. Aber ich. Und der kommt jetzt in den Backofen. Sehen wir mal gleich, wie lange er wirklich braucht. Weil das habe ich zuletzt in Deutschland gemacht. Der Kuchen ist fertig. Ich muss jetzt zugeben, ich habe mich gerade einmal vertan. Aber der hat jetzt knapp 50 Minuten gebraucht im Backofen bei 160, 170 Grad. Die Kuvertüre habe ich in der Zwischenzeit auch schon geschmolzen, weil da hatte ich ja Zeit, der hat ja länger gebraucht. Und hier noch so ein paar Reststreusel. Ich mag das immer mit Streuseln. Ein Teigschaber. Die Form war jetzt nicht so unbedingt die beste, weil die ist auseinander. Die hat sich halt gedehnt. Auseinander gedehnt? Naja. Ja, so eine Silikonform ist halt beweglich. Genau. War vielleicht unglücklich gewählt. Hier war ein Vakuum. So, jetzt tun wir die Kuvertüre darüber. Macht mal ein größeres Loch rein. Muss ich halt gleich noch verstreichen. So. Jetzt. So, ich will die halt hier so ein bisschen schön zu verteilen. Ich habe schon gefreut, dass sie nicht direkt runterläuft. Und jetzt kommt das. Na gut. Wenn man so viel da drauf knallt, muss man auch damit rechnen. Aber viel hilft viel. Hier hilft jetzt gleich in der ganzen Küche.
jetzt die weiße Schokolade. Die wird nämlich irgendwie recht schnell wieder hart. Ich habe gerade gemerkt. Beim Flüssigmachen. Schmelzen. Ja. Das sieht gut aus. Mir fällt die verschobene Form gar nicht mehr so auf. Genau, das muss so sein. Das habe ich jetzt auch noch nicht gemacht, also ob das klappt. Ja. Nicht ganz so. Also nicht so, wie ich es mir jetzt vorgestellt habe, aber klappen tut das. Naja, beim Design und Verschönern kann ja auch jeder nach seinem Geschmack und seinem Können das dann. Heißt das, das ist nicht schön? Doch, doch, gefällt mir super, ja. Aber ich muss ja auch ehrlich sagen, so als Mann lege ich da wenig Wert auf die Verzierung des Kuchens. Mir reicht das, wenn er schmeckt und Ja, so nur so ein bisschen. die Frauen wollen ja dann immer noch ein bisschen mehr Schönheit da reinbringen. Da sind dann auch so normale Schokostreusel so zwischen, wie gesagt, sind halt so Reste. Aber so einen Marmorkuchen habe ich auch noch nicht gesehen. Nee. Auch wenn die Schokolade heiß ist. Ach, heiß. Kalt. So, muss reichen. Aber. Und guck, du siehst so in der weißen Schokolade quasi, wie dick die Schokolade da drauf ist. Mhm. Das ist geil, oder ist das geil? Ich würde sagen, der gefällt mir, ja. Also so ist er fast verzehrfertig. Der muss ja jetzt natürlich noch im Kühlschrank oder die Schokolade ausheizen. Ausheizen. Auskühlen, ja. Die Kuvertüre ist hart. Die Kuvertüre ist hart. Ja, das sind die Hunde. Die wollen auch Kuchen. Immer schön mit der Nase an die Scheibe. Ist aber auch fies, wenn wir dann hier backen und die müssen gut zugucken. Egal. Er ist fertig und ey Leute, das sieht geil aus, oder? Obwohl die Form ein bisschen gedutscht ist. Aber es Das ist sieht echt aus, als wenn schön das geworden. Es sieht so aus, als hätte das so sein sollen. Sogar Martin hat es gerade ernsthaft zugegeben. Warte. Schneid man nochmal ein Stück ab. Wenn wir besser ein Brotmesser nehmen. Oh, Alter. Ja gut, oder halt früh aus dem Kühlschrank nehmen. Dann nehme ich einmal das Stück hier. Guck mal, wie dick die Schokolade ist. Das ist ja kein Wunder, dass man das nicht geschnitten kriegt. Der Kuchen ist Aber, wie für mich gemacht. Komm mal. Seht ihr das? Ja. Schön weich und fluffig der ist. Also ich finde ihn sehr mega. Ich habe noch nie was probiert, aber ich weiß ja, wie der schmeckt. Aber man muss ja probieren eigentlich, ne? Oh, wieder knackt. Oh. Mega. Nee, du sagst, der ist nicht fluffig. Aber der ist richtig geil. Kann man sogar noch zusammendutschen quasi und das bleibt. Ich werde den hier gleich auch probieren. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's einfach nach, der ist richtig geil. Und vielleicht macht ihr sogar das Muster nach, könnt ihr mir ja sagen. Schreibt es mir in die Kommentare und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal. Also bis dann. Ciao, ciao und guten Appetit. Und mal eine andere Frage, kommt das nicht in so eine runde Form? Marmorkuchen kannst du egal wie machen. Ja? Schön heiß. Viel. Ein neuer Versuch. Das soll die Schere ist und heiß. Auch nicht das Beste. Da brauchst du nicht unbedingt filmen, da klappt echt nicht so. Habe ich natürlich wieder was vergessen?